Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und natürlich einer neuen Food Challenge auf unserem Hauptkanal. Heute geht es um die Will's Barbecue Food Challenge. Was hat das Ganze auf sich? Ganz einfach. Ihr wisst, bald findet ja der Super Bowl statt und Will's Barbecue hat für den Super Bowl was ganz Besonderes. Und zwar könnt ihr mehrere Platten bestellen, 4 oder sogar 6 Personen. Barbecue Smoker Grillplatten. So eine Bestellung haben wir jetzt vor uns. Das Ganze sind 5 Kilo für 144 € zum Super Bowl. Wir schauen uns heute einmal an, ob sich das Ganze lohnt und natürlich, worauf es hier auch besonders auf diesem Kanal kommt, ob wir das Ganze essen können. Deswegen viel Spaß mit dem heutigen Video. Viel Spaß mit Will's Barbecue Super Bowl Platte. So, ihr seht's, ich habe mir mal 2 Trikots noch geholt. Ich bin New York Jets, ich sag mal Sympathisant, kein Fan. Ja, mein Bruder Goat Brady. Ich habe ihm dann auch irgendwann nochmal ein Justin Herbert Trikot von den Chargers geschenkt. Also ihr seht, ihr hört, ich gucke Football. Ich bin jetzt, ich sag mal, nicht der größte Enthusiast, aber ich gucke es ganz gerne, wenn die Zeit da ist und verfolge es auch so ansonsten immer mit den Ergebnissen. Deswegen freue ich mich genau, wie vielleicht der ein oder andere von euch, auf den Super Bowl und worauf es da, das war die letzten Jahre immer so, für mich immer ankommt, das geile Essen, weil da hat man immer einen Grund zu essen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf Will's Barbecue Platte. Wie gesagt, es wird eine riesen Herausforderung. Heute bei der Challenge ist es so, dass wir keine Zeitlimit wie jetzt zum Beispiel bei den letzten bei Krusty Slices hatten, sondern wir werden schauen, wie schnell wir das Ganze natürlich schaffen. Ich weiß nicht, was wie wo drin ist. Ich weiß natürlich, ich sag mal, was diese Platte alles beinhaltet. Das könnt ihr ganz gerne auch abchecken. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Aber was jetzt wo drin ist, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ist alles quasi geliefert worden. So ist das Ganze auch, wenn ihr das quasi vorbestellt. Das könnt ihr nämlich jetzt noch eine Woche. Deswegen machen wir das Ganze jetzt schon. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal an, was hier so alles drin ist, packen das aus und dann stellen wir unseren Timer und schauen, ob wir die 5 Kilo dann auch aufgegessen bekommen. Mir wurde nämlich gerade schon gesagt, es wurde ja an die Tür geliefert. Liebe Grüße gehen an den Alex raus, der uns das Ganze von Will's Barbecue 18 Stunden am Smoker unter anderem stand und das fertig gemacht hat. Also liebe Grüße gehen raus, lasst mal bitte fett Liebe da ein Like und wie gesagt, checkt gerne Will's Barbecue auch auf Insta ab. Da soll im Sommer der eigene Laden kommen. Wahrscheinlich werden wir dann auch zur Neueröffnung hinfahren. Das Ganze abchecken. Wir haben hier schönen Cheesecake. Auf der anderen Seite haben wir es genauso. Mir wurde schon gesagt, das ist Cheesecake und aufpassen mit den Zahnstochern. Deswegen wusste ich, dass da jetzt, ich sag mal, die Cheesecakes drin sind. Also, dann haben wir schon mal 2 Cheesecakes, die, ich sag mal, mit dieser 4-Personen-Platte mit dazukommen. Hier vorne sehen wir ganz klassisch Coleslaw, 4 Barbecue-Soßen, die mit dabei sind. Ich meine, es ist Mac and Cheese mit dabei und ich würde jetzt einfach sagen, dass das Mac and Cheese ist, was hier eingepackt ist. Es ist Mac and Cheese. Oh, da freue ich mich drauf. Oh Leute, da freue ich mich drauf. Wie gesagt, hier haben wir noch Mac and Cheese. Damit haben wir jetzt, ich sag mal, die 3 Mac and Cheese vor uns ausgepackt. Wie gesagt, hier haben wir ja die verschiedenen Barbecue Dips, Mac and Cheese. Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem, worauf wir uns hier alle warten und freuen. Und das ist unser Hauptgericht, beziehungsweise das Fleisch, was hier wahrscheinlich drin ist. Lassen die Folie verschwinden, riechen einmal dran. Oh. Es riecht so himmlisch. Oh Leute, es riecht so himmlisch. Schaut es euch an hier. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es genauso gut schmeckt, wie es riecht. Ich sehe schon ein bisschen Bauch dazu. Wir packen wir jetzt mal die anderen beiden aus, denn wir schauen mal, was da noch alles versteckt ist. Dann haben wir unser nächstes ausgepackt und oh, ihr seht, wie es dampft. Es sind Rippchen, meine Lieben. Es sind geile Rippchen. Sogenannte Baby Back Ribs, wie es auf der Platte heißt. Auch da freue ich mich gleich drauf. Ich habe ewig keine Rippchen mehr gegessen. Dann kommen wir zur letzten Platte. Und Leute, ich glaube, die letzte ist Weihnachten. Schaut es euch an. Schönes Brisket, schönes Pulled Pork und dann eine sogenannte Jalapeno Chili Cheesewurst. Mal schauen, ob sie genauso scharf ist, wie sie sich schon anhört. Das Einzige, was ich euch dazu sagen kann noch, ihr bekommt sogar noch Fries dazu. Die sind das Einzige, was wir heute nicht dabei haben. Also die müsst ihr euch einfach, ich sag mal, noch so ein bisschen mit dazu denken. Aber es ist eine Menge. Wie gesagt, insgesamt 5 Kilo haben wir vor uns. Das wird definitiv eine Herausforderung, aber auf die ich mich freue, kann ich euch sagen. Und ich würde sagen, wir starten die Will's Barbecue Super Bowl Platte für 4 Personen. Halten so langsam das Finale der NFL-Saison ein, den Super Bowl. Auf die Plätze, fertig und los. So, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal klassisch mit Mac and Cheese. Da habe ich mir gerade so ein bisschen Bock drauf, das Ganze mal zu probieren. Habe mir ein bisschen Besteck geholt, auch für gleich noch mal was zu trinken. Ich denke, wir werden nachher ein bisschen Durst bekommen. Oh, es riecht schon so gut. Ne? Nimm uns mal auf. Wir kleckern schon, es geht schon gut los. Nimm uns mal ein bisschen.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe einfach Nudeln und dann in Kombination halt mit Käse. Ne? Also Mac and Cheese sowieso ja aus Amerika, aus den Staaten ja richtig, richtig bekannt. Gibt ja auch hier schon mittlerweile viele, die das machen. Ich glaube, dieses Schnitzerie, ich glaube, die Marke gibt es mittlerweile in Deutschland. Die machen es ja mittlerweile, glaube ich, auch. Schmeckt für mich richtig gut. Uns mal die erste Packung einfach mal rein da. Der ist noch ein bisschen kalt. Wie gesagt, es wird alles geliefert. Man hat es dann quasi hier, ich sag mal, zu Hause ausgepackt, nimmt dann die ganzen Kartons wieder mit und so habt ihr quasi das, ich sag mal, das, was noch warm geblieben ist und könnt es nachher auch so wieder wegtun. Probieren wir den Coleslaw. Boah. Auch geil, Leute. Richtig, richtig schön. Freue mich jetzt gleich dazu, auch mit dem ordentlichen Fleisch das Ganze zu kombinieren. Kuchen machen wir später. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit unseren ersten Wurst, mit der sogenannten Chili Cheese Jalapeno Wurst. Schauen, ob die scharf ist. Die nehmen wir mal so in die Hand, wie wahrscheinlich gleich sowieso alles. Oh, Leute, guck mal hier. Ach du Scheiße. Ihr seht so richtig, wie der Käse da so rauskommt aus der Wurst. Also, oh, schaut mal hier. Ich will jetzt gar nicht zu viel. Schaut mal hier, da kommt richtig, oh, der Käse. Zum Glück habe ich mir, ich sag mal, schon mal so ein bisschen Servietten dabei geholt, auch was zu trinken. Oh, also die Wurst schon Bombe. Ich sehe gerade, ist ja wie gesagt die Platte für 4 Personen. Ne? Das sind auch 4 Würste dabei. Das heißt, ich sag mal, wenn ihr euch das für 4 Personen holt, hat auch jeder von euch eine Wurst. Dann probieren wir mal das Brisket. Gehen wir mal rein. Muss ich sagen, habe ich jetzt gerade beim Kauen gemerkt, war für mich ein bisschen trockener, als ich dachte. Ist sehr, sehr würzig. Also hat wirklich, ich sag mal, so einen richtig geilen, würzigen Geschmack. Aber es war schon sehr trocken jetzt gerade beim Kauen. War für mich jetzt was trockener vom Kauen, vom Geschmack richtig gut, auch noch richtig schön warm. Kommen jetzt mal zum Pulled Beef. Da freue ich mich drauf. Gibt ja vielleicht den einen oder anderen von euch, der das auch gerne, ich sag mal, mit einem Brötchen oder Semmel, je nachdem, wo man ist, wie es heißt, isst. Aber ich glaube, auch so kann man es richtig gut essen. Das ist wieder vorzüglich. Richtig, richtig schön zart, richtig schön weich, auch richtig heiß. Man sieht noch, wie es dampft. Aber das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Bis jetzt bleibt aber definitiv diese Jalapeno Chili Cheese Wurst, obwohl die gar nicht scharf ist, ne? Aber durch diese Creme bisher mein Favorite. Dann haben wir hier noch Bauch. Ich glaube, der ist tatsächlich nicht bei der Bestellung mit dabei. Der wurde jetzt, ich sag mal, als Ersatz für die Fries mit dazu gegeben. Probiert den trotzdem. Der hat oben auch so eine Barbecue-Soße schon mit dabei. Der ist gut. Gar nicht zu kross von der Haut her oder schwarz. Viele mögen das ja auch. Ich sag mal, wenn Bauchfleisch an sich so ein bisschen, ich sag mal, durchgebraten ist, schon fast tot für mich. Ist hier gar nicht so. So ein richtig, richtig schön zartes Fleisch. Ein bisschen Barbecue-Soße dazu. Schmeckt auch gut. Sehr, sehr zartes Fleisch. Dann kommen wir zum sogenannten Pork Belly Burnt Ends. So heißt es auf jeden Fall laut Beschreibung. Und ich glaube, auch das könnte was richtig für uns sein. Ne? Auch hier haben wir so eine schöne Barbecue-Soße mit oben drüber. Es lässt sich schon so schön schneiden. Es sieht auch richtig, richtig schön zart aus. Nehmen davon gleich mal so ein richtig fettes Stück. Boah, das ist der Shit. Halleluja. Zum Glück ist da jede Menge von drauf. Oh, ist das zart. Das zergeht so im Mund, sage ich euch. Mit einer leichten Fettschicht dabei. Boah. Das ist die gleiche Kategorie wie der Wurst. Endlevel. Boah, richtig geil. Und dann wird es jetzt, ich denke mal, das erste Mal säuerlich. Oh, es zerfällt schon so. Wir kommen zu den ersten Rippchen. Schaut mal hier. Ich habe noch gar nicht angefangen. Da fällt der Knochen schon ab. Oh, geil. Also ich glaube, da sind wir beim Thema Smoker, allem drum und dran. Oh, Leute. Schaut mal hier. Ich brauche gar nicht, das sind Rippen. Schaut mal hier. Ich nehme es auseinander. Es ist unfassbar. Das ist Liebe. Das ist, wer Fleisch liebt, der wird das jetzt verstehen. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Rippchen ist das Top die Wurst, das Top alles. Die Rippchen sind der absolute Scheiß. Auch hier, ich sehe gerade 4 Stück. Das heißt, jeder von euch würde bei Bestellung, man kann sich das Ganze auch zu 2 teilen oder wie jetzt hier für einen alleine, wer es schafft. Aber ich sag mal, wenn ihr es zu 4 bestellen würdet, hätte jeder von euch ein Rippchen. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also,
Damit haben wir das Ganze einmal durchgetestet. Die Barbecue-Soße probieren wir noch einmal. Haben das Ganze aufgemacht, nehmen wir so ein schönes Rippchen tief in die Barbecue-Soße, ne? So soll es auch sein, ne? Richtig schön runterlaufen. Probieren wir. Gar nicht zu rauchig, sage ich mal so. Also ich kann mir vorstellen, wer so auf eine richtig geile Barbecue-Soße steht, für den ist es vielleicht noch zu mild. Es ist so eine leichte süßliche Note mit dabei, aber die schmeckt schon gut dazu. Ist wie gesagt so, übertüncht da noch gar nicht so den Fleischgeschmack, sondern es ist wirklich so eine leicht süßliche Barbecue-Soße, wie ich finde. Schmeckt aber super dazu. Da tippen wir gleich noch das eine oder andere rein. Und jetzt wollen wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir wollen schauen, dass wir das Ganze schaffen und auch in einer adäquaten Zeit. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen, die Zeit fortlaufend wird natürlich das Ganze immer schwieriger machen, da natürlich das leckere Fleisch auch irgendwann möglicherweise etwas kälter wird. Wir haben jetzt einen Krautsalat schon leer, von dem anderen die Hälfte. Ein Mac and Cheese haben wir leer. Hier haben wir jetzt das komplette Brisket leer. Eine Wurst haben wir wieder gegessen, ein Bauch und wir haben noch mal, ich sag mal, eine Hälfte vom Rippchen gegessen. Vorhin, mein Papa ist der heftigste Barbecue-Fan, ne? Wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Mal kurz, ich sag mal, gerade hier Live-Termin gemacht, weil noch hier ein, zwei Gäste haben, die da sind, noch ein bisschen das beobachten. Und da gerade so ein bisschen Live-Timing gemacht, kurz gezeigt, wie die Würstchen, alles dies und das aussieht. Ne? Aber Leute, es schmeckt schon gut. Es ist nur sehr viel. Also ich kann definitiv nachvollziehen, dass das Ganze für 4 Personen ist. Wie gesagt, es ist schon sehr viel. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch da definitiv von satt wird. Wahrscheinlich auch mit, ich sag mal, wirklich 4 Personen. Also es ist schon wirklich sehr mächtig. Ich sag mal, das Brisket, bleibe ich dabei. Upsi. War ein bisschen trocken. Zwischendurch hatte ich mal das Gefühl, dass da ein Stück dabei war, was ein bisschen zarter war. Aber es war jetzt so, wo ich sage, von allem her war das so, was mir, ich sag mal, es hat trotzdem geschmeckt, aber nicht so abgeholt hat, wie jetzt, sage ich mal, zum Beispiel die Wurst, das Pulled Pork oder jetzt zum Beispiel auch die geilen Rippchen. Ne? Aber wir haben noch einiges vor uns. Das wird definitiv eine schwierige Aufgabe. 5 Kilo Essen sind nicht mal eben. Weiter geht's. Ich habe mich natürlich im Nachhinein direkt mit den Leuten von Will's Barbecue nochmal ausgetauscht und natürlich auch das Feedback direkt gegeben. Das Brisket, wie bereits eben erwähnt, das ist natürlich die Kunst, das schon perfekt hinzubekommen, wie alles andere hier. Aber das Ganze natürlich auch nach Hause zu liefern in einer ähnlichen, so guten Qualität, das ist natürlich das Meisterwerk. Und da hat man sich natürlich den Ratschlägen oder nimmt man sich auch gerne Verbesserungen an. Demnächst, denke ich mal, wird das Ganze nochmal eine andere Qualität haben, was das Brisket angeht. Aber wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf die Feinheiten, die noch vor uns sind und die exklusiv natürlich was für Feinschmecker hier sind. Kommen wir zum nächsten Update. Es wird schwieriger, als ich dachte. Aus dem ganz einfachen Grund, ich bin, ich sag mal, nicht bei 100%. Ich habe mir leichte, keine Ahnung, Schnupfen irgendwas eingefangen und merke dann auch bei mir so ein bisschen, ich sag mal, nicht den 100%igen Appetit, wie es möglicherweise sonst so ist. Deswegen, es ist natürlich auch jetzt im Laufe der Zeit so, dass das Fleisch natürlich, ich sag mal, kälter wird. Es schmeckt wirklich richtig gut. Ich bin froh, ich sag mal in Anführungsstrichen, dass ich das etwas trockene Brisket so weit weg habe. Aber jetzt kommen wir zum Pulled Pork. Die Rippchen lasse ich mir bewusst zum Ende, weil die so saftig sind. Habe jetzt auch schon, ich sag mal, den zweiten Mac and Cheese angefangen, den zweiten Coleslaw soweit durch. Aber es ist wirklich, ich sag mal, eine Mammutaufgabe. Es ist massiv Fleisch. Und ja, also ich sag mal so, ich freue mich jetzt schon auf den Cheesecake, weil ich hätte jetzt schon Bock was Süßes. Deswegen habe ich mir die Cola schon dazu geholt. Aber wir haben noch ordentlich was vor uns. Es kann sein, dass wir heute vielleicht einfach nur ein bisschen länger brauchen als üblich. Ich gebe mein Bestes, dass wir auf jeden Fall Will's Barbecue Super Bowl Platte schlagen. Wer schon länger dabei ist hier auf diesem Kanal, der weiß, das Ganze hatten wir zum Beispiel auch bei der 8 Kilo Döner Challenge, der Monster Döner. Gerne das Video natürlich im Nachhinein abchecken, verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Da hatten wir auch einen Tag, wo wir nicht so gut drauf waren, das merke ich schon relativ früh, wenn, ich sag mal, der Magen schon nicht so da ist, wie ich ihn sonst kenne. Aber wir geben unser Bestes, um natürlich weiter Vollgas zu geben und das Ganze auch zu schaffen. Wenn ich die esse, kriege ich Hunger, weil die so gut sind. Leute, kein Scheiß, ne? Ich muss es einfach erwähnen. Wenn ich diese Rippchen esse, dann kriege ich Hunger. Obwohl ich schon so viel gegessen habe. Das ist der absolute Wahnsinn. Schaut mal hier, das ist das Ding, das fällt die Knochen
Die brauche ich gar nicht. Ich habe noch nie eine Rippe gesehen, wo die Knochen einfach so... Guck mal hier, wie das letzte Mal, wo ich sowas gemacht habe, war bei Take, bei dem Tower, beziehungsweise bei dem Burger, bei dem Drip. Der beste Smashburger, den ich bisher so, ich sag mal, hier in Deutschland gegessen habe. Mit dieser Rippe drin, wer sich erinnern kann, wo man diese riesen Rippe holen. Checkt gerne mal Take the Good Food ab. Gibt's in Düsseldorf 2 Standorte. Liebe Grüße gehen raus. Bei denen gibt's das auch als Special Burger. Aber ich sag mal, da ist das so gewollt. Hier, Leute, kein Scheiß, ich krieg Hunger, wenn ich diese Rippen esse, weil die so geil sind. Ich glaube, jeder, der diese Rippen isst, der wird keine anderen Rippen mehr essen. Zumindest ich nicht, weil ich bisher noch nicht so geile Rippen gegessen habe. Wie ich es am Anfang ja auch bereits schon erwähnt hatte, als wir das Ganze das erste Mal probiert haben, diese Rippchen sind einfach Next Level. Also von der Fleischqualität, da gibt's nichts, alles super. Die Rippchen haben wirklich alles verändert. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, andere Rippchen zu essen, wenn sie nicht da rankommen. Also ich glaube allein die, deswegen werde ich in Zukunft bei Will's Barbecue vorbeischauen, weil die mich einfach völlig umgehauen haben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie spielt mir das Licht hier gerade irgendwie einen Scherz. Keine Ahnung. Es flackert hin und her. Wie gesagt, mehrere Lichtquellen ja immer hier. Ich weiß nicht, warum es jetzt flackert. Ich habe jetzt keine Zeit, darum aufzustehen, denn wir müssen uns weiter aufs Essen konzentrieren. Mir wurde gerade gesagt, wir sind so bei knapp einer Stunde jetzt, ne? 55 Minuten ungefähr. Wir sind eigentlich wirklich noch gut in der Zeit, so wie ich mich zwischendurch gefühlt habe. Haben jetzt, wie gesagt, noch ein Rippchen. Da haben wir noch ein bisschen das Pulled Pork. Eine Wurst ist noch da. Ein bisschen Mac and Cheese. Boah, der Coleslaw, der letzte. Ich sag mal, bei dem weiß ich noch nicht ganz, wo ich den hinpacken soll. Aber auch hier haben wir noch eins von, ne? Es ist schon übersichtlich, sage ich mal, aber es ist noch was vor uns. Ja, bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen brauchen, aber wir haben uns heute ja kein Zeitlimit gesetzt, was ganz gut war. Weil es ist wirklich eine Menge. In der Stunde, wow, also fast unmöglich, sage ich mal, auch in guter Form. Aber wir geben weiter Gas und lassen uns trotzdem gut schmecken, denn schmecken tut es immer noch. Also, mein Stempel kriegt's auf jeden Fall. Leute, für 4 Personen wird man hier mehr als satt. Und wenn ich das schon sag, dann heißt das was. Die Rippchen haben wir auf. Das Geilste von allen, ich bleib dabei, auch nach 4 ganzen Rippen, absolutes Highlight. Also für mich das Highlight hier von dem ganzen Ding. Ich meine, wir haben den Cheesecake noch nicht gegessen, aber das Ding ist absoluter Wahnsinn. Der Coleslaw, beziehungsweise das Pulled Pork liegt noch da, eine Wurst noch. Ja, wir machen weiter. Es ist ein Mammutding. Ich bin wirklich gut gesättigt, sage ich mal, für die heutigen Verhältnisse. Aber weil es auch noch so gut schmeckt, oder bis jetzt gerade, machen wir weiter. Aber eins sage ich euch, ich freue mich auf den Nachtisch und den Käsekuchen. Ich hoffe, der schmeckt auch so gut. Meine Lieben, Fleisch ist schon was Feines. Auch diese Challenges. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich persönlich freuen. Wem es auch so gut schmeckt, nur beim Zuschauen. Oder schon was bestellt hat. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da und was mich natürlich mal interessiert, seid ihr auch die Art von Person, die sich dann gerne was dazu bestellt, wenn man solche Videos schaut? Ich kenn's auch so, ich bin auch so. Damit haben wir auch unsere nächste Platte soweit durch. Und jetzt kommen wir noch zum, ja, ich sag mal Pulled Pork, was noch drin ist und eine ganze Wurst. Und Leute, ich bin richtig voll schon jetzt. Ne? Also, wie gesagt, ich merke einfach heute, dass der Magen einfach nicht so das, oh, sorry, halt das wiedergeben kann, was normalerweise der Fall ist. Aber ich muss sagen, oh, das hat ein bisschen Platz gemacht wieder gerade. Das ist gut, vielleicht noch 1, 2 Rülpser. Und ja, aber wir haben jetzt noch eine Wurst und das Pulled Pork, die Hälfte von Mac and Cheese noch und noch einen Krautsalat. Krautsalat, boah, der wird echt noch hart, glaube ich. Mal schauen, ob der noch mit dazu zählt. Müssen auch mal schauen, ob am Ende hier mal ein bisschen fuschen hier. Spaß. Ich würde sagen, ja, machen es jetzt ins Pulled Pork. Das ist natürlich jetzt, ich sag mal, schon richtig kalt geworden. Ne, das kann man jetzt geschmacklich gar nicht mehr bewerten. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch schon was trockener. Das wird noch richtig schwer. Auch die eine Wurst, die ist natürlich jetzt mächtiger als noch zu Beginn, als sie richtig gut war. Aber auch die wird wahrscheinlich noch mal genauso gut schmecken. So, zweite Flasche Cola. Das Pulled Pork ist durch. Es wird immer härter. Brauche, wie gesagt, jetzt schon die zweite Flasche. Das habe ich auch gemerkt. Ich hatte schon richtig Durst früh zu Beginn und eine ganze Flasche Cola. Da kommen dann nochmal eben 1,5 Liter zusätzlich zum Magen.
Das habe ich jetzt gerade bei der letzten Wurst gemerkt. Das hat nochmal extra gezogen. Und ich kann euch sagen, das Ganze hat so durstig gemacht, dass es am Ende des Tages, als der Magen sich auch wieder beruhigt hatte, noch 5 weitere Flaschen geworden sind. Boah, so, Leute, so hart hätte ich nicht gedacht, das letzte Stück Wurst. Und damit haben wir Will's Barbecue Platte, was das Fleisch angeht, soweit durch. Mir geht's gar nicht gut. Mein Magen zieht, ich merke jetzt wirklich auch so, ich sag mal, dass ich erkältet bin und einfach alles anstrengender ist. Oh, Halleluja, meine Lieben. Es zieht gerade so. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch weitermachen kann. Aber ich wollte wenigstens mit euch das Fleisch zu Ende kriegen. Ich glaube, ich muss einfach eine Minute kurz durchatmen. 50 geschafft. Oh, selbst Justin Herbert lässt uns schon in Ruhe. Oh, Halleluja, Leute. Die Nummer 10 kommt erstmal auf den Boden. Es ist wirklich einer der krassesten Aufgaben bisher an Challenges. Ich merke auch echt, wie der Körper komplett runterfällt gerade. Aber wir haben das Fleisch geschafft in einer Tour, ohne irgendwie, ich sag mal, doch gemeckert haben wir, aber ohne ansatzweise irgendwie eine Pause, einen Break oder sowas zu benötigen. Auch wenn wir jetzt, ich sag mal, ja, eine Stunde 20 und ein paar zerquetschte gebraucht haben. Haben wir es in unter 1,5 Stunden geschafft. Wie gesagt, Mac and Cheese ist noch da. Ah, es tut so weh gerade hier. Ah, der Bauch zieht einfach. Mac and Cheese, ein Krautsalat, die packe ich nicht mehr. Wir werden auf jeden Fall noch, obwohl ich mich da auch gerade ein bisschen schwer tue, den Cheesecake noch probieren, denn ich will wenigstens wissen, wie er schmeckt. Haben wir noch eine Gabel hier? Ne. Ich glaube, wir müssen einen Löffel nehmen. Ich habe noch einen kleinen Löffel mit dabei. Oh. Wir nehmen unser Cheesecake. Oh, er riecht auf jeden Fall gut. Oh, Leute. Das müssen wir eigentlich genießen, ne? Den ersten Bissen. Probieren wir. Boah. Halleluja, ist der mächtig. Boah. Den schaffen wir nicht mehr. Ah, Leute, das schaffen wir nicht mehr. Das ist so viel. Also Halleluja, Will's Barbecue. Du hast uns hier vor einer Challenge gebracht. Halleluja. Ich meine, die Fleischplatte, die haben wir so weggehauen. Mac and Cheese ist jetzt hier noch, ich sag mal, so ein Viertel drinne. Den einen Krautsalat, den können wir einfach nicht mehr. Aber das Fleisch, das haben wir alles weggehauen. Wie gesagt, das ist leer. Die Ribs sind leer. Wir haben über eine Flasche Cola jetzt getrunken. Aber Leute, der Cheesecake ist so krass mächtig. Boah, also das ist... Boah, ist das krass, ist der mächtig. Halleluja. Ich glaube, ich habe noch nie so einen mächtigen Cheesecake gegessen. Ihr könnt ja gerne mal das Video abstecken, wo wir mit der Markenbäckerei Büsch mal so eine Käsekuchen bzw. 7 Kuchen Challenge gemacht haben. Der war auch so mächtig, aber der ist nochmal Halleluja. Also das ist ein Ding, absolutes Brett. Ich bin durch für heute, Leute. Ich bin wirklich, also ich weiß gar nicht, ob wir dann sagen können, wir haben es trotzdem geschafft, weil das Fleisch haben wir soweit alles auf. Gut, die Beilagen ist jetzt ein Krautsalat und ein Viertel vom Mac and Cheese dabei, ja, und die Käsekuchen, die sind einfach, also ihr wisst, ich liebe süßes Dessert hier auf dem Tisch, aber das ist so mächtig. Ein Bissen davon, das ist zu krass gerade gewesen. Das erinnert mich so ein bisschen an Hershey's zurück. Dieses Pfund, ich kann doch gar nicht mehr richtig reden, Pfund Peanut Butter, was wir da gegessen haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch das Ganze gefallen hat. Oder zumindest auch fürs Durchhalten, ihr ein Like da lasst und ein Abo vor allem. Checkt gerne, wie gesagt, Will's Barbecue ab. Findet alles in den Shownotes. Wie gesagt, 144 €, die Viererplatte jetzt wie hier. Also ich sage euch ehrlich, da kommt man definitiv mit 4 aus. Weil das war selbst für mich grenzwertig oder über der Grenze, wie man es jetzt hier sieht, wenn man noch die Sides mit dazu nimmt. Aber wie gesagt, tolle Platte. In dem Sinne, danke ich fürs Zuschalten. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, geliked habt, abonniert habt und Will's Barbecue abgecheckt habt, sehen wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal bei Big M alias Big M Eats Food wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.